Herzlich willkommen bei Videowissen. Das DLR Astro Seminar in Köln hat das Thema das Klima der Erde. Dr. Georg Vollner vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat den Vortrag gehalten: Der anthropogene Klimawandel – Grundlagen, Gefahren und Gegenmaßnahmen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, ein Like da lassen. Wenn ihr den Kanal immer noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall noch machen. Und jetzt aber erstmal viel Spaß. Meine Vita hat tatsächlich relativ enge Verbindungen in die Astrophysik. Ich komme ursprünglich aus der Astrophysik. Insofern ist das Astro-Seminar hier am DLR natürlich auch ein schönes Forum für mich, Ihnen etwas über den Klimawandel zu erzählen. Leider nichts über die Astrophysik, das wäre etwas weniger besorgniserregend, normalerweise wenigstens. Das heißt, wir müssen heute leider über den Klimawandel sprechen, Grundlagen, Gefahren und Gegenmaßnahmen. Lassen Sie uns mal ganz langsam anfangen. Worüber sprechen wir denn eigentlich? Klima und Klimasystem, das sind so die Größen, die uns tatsächlich beschäftigen im Laufe des Vortrags. Und das Klima wird oft definiert als mittleres Wetter, also zum Beispiel meteorologische Variablen wie Temperatur, wie Niederschlag, Wind, gemittelt über einen entsprechend langen Zeitraum oder über eine große Region. Zum Beispiel typischerweise mitteln wir über 30 Jahre. Und diesen Klimazustand, den können wir untersuchen und der verändert sich, wenn sich etwas an den Randbedingungen im Erdsystem ändert. Das Wichtige ist, wir sprechen natürlich immer über mittleres Wetter. Das betrifft aber nicht nur die Atmosphäre, und der Klimazustand ergibt sich auch nicht nur aus der Atmosphäre, sondern in Wahrheit ist das tatsächlich ein sehr komplexes Zusammenspiel der verschiedenen Teile des Erdsystems. Die Ozeane spielen natürlich eine wichtige Rolle, die ja 70% der Erdoberfläche bedecken. Eiskörper, Gletscher, Eisschilde spielen eine wichtige Rolle. Die Biosphäre, Land, Vegetation zum Beispiel, aber auch im Ozean spielt eine wichtige Rolle. Und tatsächlich entsteht das alles aus einem sehr komplexen Zusammenspiel. Das heißt, auch wenn wir immer über mittleres Wetter sprechen, wir müssen all diese Dinge mit berücksichtigen, wenn wir über das Klima, über Klimaveränderungen und über den modernen Klimawandel sprechen. Die zwei wichtigsten Komponenten, könnte man vielleicht sagen, sind tatsächlich Atmosphäre und Ozean. Und nur ein kurzer Einblick, wie komplex das alles ist. Das sind im Wesentlichen zwei Momentaufnahmen der Zirkulationszustände von Atmosphäre und Ozean irgendwann im letzten Jahr. Sie sehen, dass da eine ganze Menge passiert. Also wenn wir hier auf den Globus auf der linken Seite blicken, in den niedrigen Breiten, in den Tropen und Subtropen, sehen Sie die Passatwinde, die aus östlicher Richtung tatsächlich wehen. In den höheren Breiten haben wir die Westwindzonen, zum Beispiel über dem Atlantik, und im Einflussbereich dieser Westwindzonen liegen wir auch in Mitteleuropa oder hier im südlichen Ozean. Und Sie sehen natürlich das, was Sie auch aus den Wettervorhersagefilmen, zum Beispiel in der Tagesschau, kennen. Sie sehen, dass da eine ganze Menge komplexe Dynamik stattfindet. Wir haben Wettersysteme, Tiefdrucksysteme, Hochdrucksysteme, die über diese großskaligen Windmuster noch draufgepackt sind sozusagen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Wettergeschehen, das wir auf dem Planeten haben. Das spielt eng zusammen mit dem, was Sie auf der rechten Seite sehen, auf dem Globus auf der rechten Seite. Es gibt auch Strömungsmuster im Ozean. Die oberflächennahen sind primär angetrieben durch die großen Windsysteme. Sie sehen hier den Äquatorialstrom zum Beispiel oder hier das Golfstromsystem, wie es sich in unzähligen Verwirbelungen tatsächlich über den nördlichen Atlantik erstreckt. Dass das Ganze komplex ist, das wissen Sie. Dass man das Wettergeschehen auch nicht besonders gut vorhersagen kann, das wissen Sie zum Teil auch. Also die Wetterberichte sind natürlich immer besser geworden, aber Sie wissen auch, über ein paar Tage hinaus funktioniert das nicht mehr. Und das liegt einfach daran, dass dieses Geschehen ab einem gewissen Punkt chaotisch ist. Das heißt, kleine Veränderungen in den Anfangsbedingungen, in den Messdaten zum Beispiel, die wir in unsere Modelle füttern, können zu ganz unterschiedlichen Wettervorhersagen nach ein paar Tagen führen. Das versuchen die Meteorologen zu kontrollieren, indem sie viele verschiedene Modelle laufen lassen, mit leicht veränderten Bedingungen, dann einfach die Unsicherheiten abschätzen und die Wettermodelle natürlich auch kontinuierlich verbessern. Aber letztlich kommen wir da irgendwann an eine Grenze. Das Klima verhält sich ein bisschen besser, weil sobald wir nämlich mitteln wir viel von diesen kleinskaligen Störungen und Verwirbelungen raus, und diese kurzfristige Variabilität wird in gewisser Weise weggemittelt. Und das Klima, der Klimazustand ist bis zu einem gewissen Grad eben im Gegensatz zum Wetter, das ein Anfangswertproblem ist. Wenn wir die Anfangswerte leicht verändern, kann was ganz anderes rauskommen.
ist das Klima ein Randwertproblem. Das heißt, die äußeren Einflussfaktoren, die Sonneneinstrahlung, die Treibhausgaskonzentration, werde ich Ihnen gleich noch zeigen, die sind dann letztlich das, was den Klimazustand bestimmt. Das wird natürlich auch bis zu einem gewissen Grad durch diese ganze interne Dynamik beeinflusst, aber der Klimazustand im Großen und Ganzen ist durch die Randbedingungen vorgegeben. Und das macht uns das Leben als Klimaforscher wenigstens etwas leichter, als es die Wettervorhersage vielleicht vermuten ließe. Das ist ein Astroseminar. Was sind die wesentlichen Energiequellen im Klimasystem? Naja, es gibt eine ganz große Energiequelle im Klimasystem und das ist die Sonneneinstrahlung. Die stellt im Wesentlichen fast die gesamte Energie für das Klima- und Wettergeschehen bereit. Das ist die alles dominante Größe. Alles andere, Wärme aus dem Erdinneren, die Erde verliert ja immer noch Wärme aufgrund des radioaktiven Zerfalls von Elementen in ihrem Erdinneren, zum Beispiel industrielle Abwärme oder die Gezeitenreibung, dadurch, dass das Sonne-Mond-System sozusagen den Erdkörper durchknetet und zu Reibungsverlusten führt. Das können Sie im Wesentlichen alles vernachlässigen, wenn Sie an der großen Energiebilanz interessiert sind. Lokal kann das durchaus eine Rolle spielen, also zum Beispiel beeinflusst industrielle Abwärme in den Regionen, wo besonders viel davon entsteht, natürlich das lokale Wetter- und Klimageschehen, aber global ist das tatsächlich kein besonders dominanter Effekt. Was passiert jetzt mit dieser Sonneneinstrahlung, die auf die Erde einfällt? Das ist die Energiebilanz der Erdatmosphäre nach bestem Wissen und Gewissen aus Messdaten sozusagen ermittelt. Die Unsicherheiten sind jeweils angegeben hier unterhalb der Hauptzahl als kleinere Zahlen in Klammern und die Einheiten sind Watt pro Quadratmeter. Wir sehen hier also, wenn wir hier oben anfangen, betrachten wir erstmal das Geschehen oberhalb der Erdatmosphäre, also oben in diesem Diagramm. Dann sehen Sie auf der linken Seite, dass im Jahresmittel die gesamte Erde 340 Watt pro Quadratmeter Sonneneinstrahlung empfängt. Das ist im Wesentlichen die Solarkonstante durch einen Faktor 4 geteilt wegen der Geometrie. Das wissen wir aus Satellitenmessungen der Sonnenhelligkeit. Sie sehen auch, dass etwa 30% davon reflektiert werden zurück ins All, überwiegend von den hellen Wolken, zum Teil aber eben auch von der Erdoberfläche. Denken Sie an Wüstengebiete, denken Sie an selbst die Ozeane verschlucken nicht alles an Sonnenlicht, denken Sie an eisbedeckte oder schneebedeckte Regionen. Das heißt, auch die Oberfläche und die Wolken reflektieren Strahlung zurück ins All, sodass also netto nur 240 Watt pro Quadratmeter vom System aufgenommen werden. Ja, die werden absorbiert, die werden aufgenommen vom System, überwiegend von der Erdoberfläche. Das kennen Sie von einem sonnigen Tag. Wenn die Sonne scheint, erwärmt sich der Boden und die bodennahen Luftschichten, einfach weil diese Sonnenstrahlung absorbiert wird von der Erdoberfläche. Ein Teil wird tatsächlich auch, das sehen Sie ja ganz links im Diagramm, von der Atmosphäre direkt absorbiert. Aber überwiegend wärmt diese nicht von den Wolken reflektierte und nicht vom Boden reflektierte Sonneneinstrahlung erwärmt den Boden. Wie gesagt, das kennen Sie von einem klaren Sommertag. Dieser warme Boden, wenn der sich nicht immer weiter aufheizen will, muss er diese Energie irgendwie wieder loswerden. Ja? Und das macht er auf verschiedene Arten. Also es gibt so ein paar Transportprozesse von Energie in die Atmosphäre hinein, zum Beispiel über Verdunstung. Wenn Wasser verdunstet an der Erdoberfläche, muss Energie aufgebracht werden. Und wenn dann diese Feuchtigkeit wieder kondensiert in der Atmosphäre, wird diese latente Wärme wieder freigesetzt. Das heißt, es gibt diesen Transportterm. Durch Aufsteigen von Luftschichten findet auch ein Wärmetransport statt, natürlich in die Atmosphäre. Aber überwiegend macht der aufgewärmte Erdboden strahlt das wieder ab, und zwar ist Wärmestrahlung im Infraroten. Und diese Wärmestrahlung entweicht überwiegend tatsächlich zurück ins All. Sie sehen das hier oben rechts im Diagramm, 239 Watt pro Quadratmeter gehen wieder ins All zurück. Aber es gibt da etwas dazwischen und das sind Treibhausgase. Das sind einfach Gase wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und andere Gase, die im Infrarotbereich, in dem Bereich, wo die warme Erdoberfläche abstrahlt, tatsächlich absorbieren, einen Teil dieser Energie. Das wird natürlich wieder in alle Richtungen abgestrahlt, aber es gibt eben auch einen Rückstrahlungsterm, der dann tatsächlich den Boden mehr erwärmt, als es der Fall wäre, wenn es keine Treibhausgase auf dem Planeten gäbe. Das ist auch gut so, weil ohne diesen Treibhauseffekt wäre die Mitteltemperatur der Erde minus 15 Grad Celsius. Das wäre so ein bisschen ungemütlich für das Leben auf der Erde. Also es ist gut, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Was wir im Augenblick eben machen, wir schrauben da dran und verstärken diesen Treibhauseffekt zusätzlich.
Zweite Anmerkung, nachdem Sie alle Astroseminar-Profis sind, können Sie rechnen und Sie sehen, da fehlt was, Herr Vollner, das geht nicht auf da oben, können die Klimaforscher nicht rechnen, doch können Sie sehen hier unten, dass es eine Netto-Wärmeaufnahme gibt des Erdsystems, einfach weil wir es kontinuierlich verändern, weil sich die Erde gerade erwärmt, ja, nimmt das Erdsystem gerade ein knappes Watt pro Quadratmeter tatsächlich zusätzlich an Energie auf. Das heißt, wir sind nicht in einem Gleichgewichtszustand, wo Einstrahlung und Abstrahlung tatsächlich exakt gleich werden. Ja, die Erde ist nicht im Gleichgewicht gerade, was die Strahlungsbilanz betrifft, sondern nimmt tatsächlich einen Teil auf. Wenn Sie das jetzt ändern wollen, Sie wollen den Klimazustand unbedingt verändern, dann könnten Sie an all diesen Schrauben irgendwo drehen. Ne? Also wenn Sie die Macht hätten, könnten Sie die Sonne heller oder dunkler machen, können Sie natürlich nicht. Sie können irgendwas an den Wolken machen, irgendwas am Boden machen, das machen wir zum Teil, indem wir die Landoberfläche verändern. Aber die Hauptstellschraube, an der wir drehen, ist tatsächlich diese. Wir verändern die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre durch zusätzliche Treibhausgase, Kohlendioxid, Methan und andere. Und das führt zu einer Erhöhung dieses rückgestrahlten Anteils und damit zu einer zusätzlichen Erwärmung über den natürlichen Treibhauseffekt hinaus. Und wie machen wir das? Das wissen Sie alle, wir machen das, weil wir immer noch fossile Energieträger verbrennen. Ja? Wie hier in Ostdeutschland große Braunkohle-Tagebaugebiete mit der entsprechenden Verbrennung dann in den großen Kraftwerken. Und das machen wir immer noch, seit letztem Jahr sogar wieder verstärkt. Und das machen natürlich nicht nur wir in Deutschland, sondern das machen wir immer noch weltweit. Und Sie werden die Auswirkungen davon gleich sehen. Eigentlich sollte der Klimawandel und die jetzt schon spürbaren Auswirkungen des Klimawandels schon ein Warnzeichen genug sein, aber manchmal brauchen wir offenbar Krisen, die so ein bisschen ein Schlaglicht werfen auf Verfehlungen. Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken oder die letzten paar Jahre, dann hatten wir alle so ein bisschen ein Hobby oder viele von uns zumindest. Für lange Zeit war unser Hobby, regelmäßig auf solche Kurven zu gucken. Was macht die Corona-Pandemie? Wie sieht es aus mit Inzidenzen, Hospitalisierungen, Intensivbetten und so weiter? Und diese Pandemie hat ja ein Schlaglicht geworfen auf, wenn ich mal so deutlich sein darf, auf Verfehlungen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Bildung, im Bereich Gesundheit. Also sehr ganz klar haben wir gesehen in dieser Pandemie, dass wir in einigen Bereichen sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Hat sich leider auch nicht so wahnsinnig viel daran geändert. Und das neue Hobby, das wir letztes Jahr dann noch dazu bekommen, ist, dass wir dann etwas bedrückt auf Kurven wie diese geguckt haben. Ne? Wie ist der Füllstand unserer Gasspeicher? Können wir im Winter unsere Häuser überhaupt heizen? Wie sieht es denn aus mit unserem Energieverbrauch und mit den Kosten dafür? Und wie gesagt, eigentlich hätte es ja ausreichen müssen, den Klimawandel als Anlass zu nehmen, daran was zu ändern. Wir wissen seit 30, 40 Jahren, dass wir in dieses Problem hineinlaufen. Aber offenbar muss es noch näher bei uns ankommen und bei der Frage, können wir im Winter noch heizen, um zu realisieren, dass diese Abhängigkeit von fossilen Energien nicht nur für den Planeten schlecht ist, sondern auch für uns tatsächlich nicht gut. Und was ist das Grundproblem? Die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas enthalten Kohlenstoff. Das ist Kohlenstoff, der letztlich über die Photosynthese irgendwann vor vielen Millionen Jahren der Atmosphäre entzogen wurde und als Biomasse eingelagert wurde, über sehr, sehr lange Zeiträume eingelagert wurde und wir verbrennen diesen Kohlenstoff eben sehr, sehr schnell. Und bei dieser Verbrennung mit Sauerstoff wird Energie freigesetzt. Das ist das, was wir letztlich wollen, aber es wird eben auch Kohlendioxid freigesetzt und Kohlendioxid ist ein wichtiges Treibhausgas in der Atmosphäre. Wir wissen nicht nur, dass wir das tun, wir wissen auch, wie viel wir davon freisetzen. Wenn wir mal auf die Zahlen von 2021 blicken, das ist das letzte Jahr, wo die Analyse schon vollständig abgeschlossen ist. In diesem Jahr hat die Menschheit aus der Verbrennung fossiler Energieträger und aus der Zementproduktion 9,9 Gigatonnen Kohlenstoff in diesem Jahr freigesetzt. Das sind 9,9 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die in die Atmosphäre eingetragen wurden. Das ist also eine ganze Menge. Sie können das jetzt umrechnen, wenn Sie die Masse der Atmosphäre haben. Sie können das umrechnen, wie das die CO2-Konzentration, den Anteil von CO2 in der Luft verändert haben müsste. Sie würden erwarten, dass ein Anstieg von 4,6 ppm, also Parts per Million, also Teilchen pro eine Million Luftteilchen, auf das Volumen bezogen normalerweise, die Konzentration hätte ansteigen müssen in diesem Jahr.
Der gemessene Anstieg ist tatsächlich niedriger, der liegt nur bei 2,5 ppm, also Parts per Million in diesem Jahr. Und das liegt daran, dass uns die Natur im Augenblick hilft. Also nicht alles, was wir in die Atmosphäre emittieren, verbleibt auch da. Ein Teil davon wird aufgenommen durch die Landvegetation, zusätzliches Wachstum, zum Teil natürlich auch von den Ozeanen, wo es dann allerdings auch negative Auswirkungen hat, nämlich zu einer Versauerung des Ozeans führt, die wir auch direkt messen können, nebenbei bemerkt. Das heißt, im Augenblick haben wir eine Biosphäre, die uns hilft. Die Landvegetation und die Ozeane nehmen im Augenblick in etwa 1/4 unserer CO2-Emissionen auf. Das muss aber tatsächlich nicht so bleiben. Die Löslichkeit von CO2 ändert sich, wenn die Ozeane sich erwärmen zum Beispiel. Und die Landvegetation muss natürlich auch in der Lage sein zu wachsen. Und wenn Sie zum Beispiel auf die Wälder in Deutschland schauen, dann hatten die sehr, sehr schlechte Wachstumsbedingungen durch die Auswirkungen des Klimawandels. Das muss also nicht unbedingt so bleiben. Wir können die CO2-Konzentration in der Atmosphäre direkt messen und damit können wir natürlich auch die jährliche Veränderung, also den Anstieg direkt messen, kommen gleich nochmal darauf zurück. Und das sind die Anstiegsraten, wie sie direkt gemessen wurden an diversen Orten der Welt, also sozusagen für die globale CO2-Konzentration. Und Sie sehen das hier von 1960 bis 2022, das sind also tatsächlich die letzten Daten. Und Sie sehen verschiedene Dinge. Sie sehen, dass das von Jahr zu Jahr schwankt. Das liegt an Veränderungen unserer Emissionen zum Teil, wobei die, wie Sie sehen, eher einen ansteigenden Trend haben über diese Zeit. Also wir emittieren tatsächlich immer mehr als Weltbevölkerung. Das liegt hauptsächlich an natürlicher Klimavariabilität, natürlichen Klimaschwankungen. Und die beeinflussen eben diesen Anteil der Emissionen, die von den Ozeanen oder der Landvegetation aufgenommen werden. Wenn die Wachstumsbedingungen mal global gesehen etwas schlechter sind für die Pflanzen, wird halt etwas weniger aufgenommen und der Anstieg durch unsere Emissionen ist stärker und umgekehrt zum Beispiel. Oder wenn die Ozeanzustände sich ändern von Jahr zu Jahr, dann führt das zu diesen Schwankungen. Aber Sie sehen auch, dass wir hier nicht auf einem Pfad sind, wo die Emissionen in irgendeiner Weise abnehmen würden oder der Zuwachs von CO2 in der Atmosphäre abnimmt. Und das sehen Sie noch deutlicher in dieser sogenannten Keeling-Kurve, die von Charles Keeling begonnen wurde 1958 oder so, also direkte Messungen der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre auf dem Mauna Loa-Vulkan auf Hawaii. Als Charles Keeling diese Messungen begonnen hat, lagen die CO2-Konzentrationen, Sie sehen es hier ganz links, unterhalb von 320 ppm. Das sind wiederum die letzten Daten. Wenn Sie ganz rechts schauen, sehen Sie, dass wir inzwischen bei 420 ppm angekommen sind. Das heißt, in dem Zeitraum dieser Messungen hat sich die CO2-Konzentration um etwa 30% erhöht seit den späten 1950er Jahren. Und wenn Sie das 19. Jahrhundert, also so Zeitraum vor der eigentlichen massiven Industrialisierung betrachten, dann ist die Erhöhung 50%. Da lagen wir bei 280 ppm. Und das, was Sie eben in den Zuwachsraten schon gesehen haben, sehen Sie auch hier. Das ist eine Kurve, die krümmt sich nach oben. Das heißt, das ist eher noch beschleunigt, diese Zunahme. Es ist, ich habe es vorhin schon zu Herrn Geider gesagt, wahrscheinlich eine der frustrierendsten Kurven, die wir in der Klimaforschung haben, weil wir eigentlich seit den 1980er Jahren wissen, dass der Klimawandel ein Problem ist und dass wir Emissionen reduzieren müssten. Und Sie sehen hier keinerlei wirksamen Klimaschutz in dieser Kurve. Es ist einfach nichts passiert in den letzten 3 Jahrzehnten und das fällt uns, ich komme später nochmal drauf zurück, jetzt auf die Füße. Es wird häufig gefragt, Auswirkungen der Pandemie durch geringeren Transport, Flugverkehr und so weiter. Wie sind die? Ja, man sieht tatsächlich diese Delle durch die Covid-Pandemie, aber wir waren dann relativ schnell wieder auf den Emissionen des Niveaus vor der Pandemie und tatsächlich ist das keine nachhaltige Reduzierung der Emissionen gewesen und hinterlässt auch, und Sie sehen das in diesen Daten, Sie sehen jetzt hier vielleicht so eine ganz kleine Verlangsamung dieses Anstiegs vorübergehend, aber Sie sehen kein wirklich starkes Signal dieser Pandemie. Jetzt ist CO2 nicht das einzige Treibhausgas, ein anderes Treibhausgas, das sogar viel stärker wirkt als CO2, aber etwas kürzer lebt in der Atmosphäre, ist Methan. Auch die Methankonzentrationen können wir direkt messen. Sie sehen hier auch die letzten Messdaten, tatsächlich erst seit den 1980er Jahren. Sie sehen, dass wir auch da einen Anstieg hatten, auch durch menschliche Emissionen bedingt. Dann hatten wir so eine Plateauphase hier von so um die in den 2000er Jahren. Ja.
Und was wir in jüngster Zeit sehen, ist tatsächlich wieder ein sehr starker Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre. Das ist nicht gut. Ich habe schon gesagt, Methan ist ein Treibhausgas, das ungefähr so 25 Mal stärker wirkt als CO2. Die Konzentration ist viel, viel geringer, aber es hat tatsächlich einen signifikanten Treibhauseffekt. Also es trägt zur Erwärmung bei. Und das Zweite, was sehr ungut ist daran, wir wissen ehrlich gesagt nicht so wirklich, woher das kommt. Ja, also wir sind weit davon entfernt, jetzt lückenlos Methanquellen überwachen zu können. Wir wissen in etwa, was einzelne Staaten an Kohle, Öl und Gas verbrennen. Ja, das können wir irgendwie nachvollziehen. Aber diese Methanemissionen sind viel, viel stärker zu kontrollieren. Das können natürlich Verluste bei der Produktion von fossilen Energieträgern sein, also bei der Gasförderung oder aus Gaspipelines. Ja, gewisse Beispiele konnten wir letztes Jahr dafür durchaus auch beobachten. Aber es gibt auch Anzeichen, dass einige natürliche Systeme, zum Beispiel Seen in den Tropen, beginnen tatsächlich unter der Erwärmung mehr Methan freizusetzen. Beides ist nicht schön, ja, also weil, wie gesagt, Methan ein sehr starkes Treibhausgas ist. Wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen, aber wir verstehen immer noch nicht so ganz genau, woher das kommt. Aber die große Sorge ist eben, wenn jetzt wirklich natürliche Systeme wie Permafrostböden, Gewässer anfangen, aufgrund der Erwärmung zusätzliches Methan freizusetzen, dann wäre das natürlich sowas wie ein selbstverstärkender Effekt. Ja, und das ist natürlich etwas, was wir nicht haben wollen, was uns das Leben auch schwerer macht, weil je mehr Methan rauskommt, desto mehr müssen wir auch unsere CO2-Emissionen reduzieren, um ein bestimmtes Temperaturniveau tatsächlich zu halten. Gut, wir haben also gesehen, wir verbrennen Kohle, Öl und Gas, CO2 wird freigesetzt, wir können das direkt messen, diesen CO2-Anstieg. Was passiert? Das ist Physik und das ist keine neue Physik, das ist Physik des 19. Jahrhunderts. Wir wissen, dass es den Treibhauseffekt gibt. Joseph Fourier war der Erste, der sowas wie eine Energiebilanz der Erdatmosphäre oder des Planeten aufgestellt hat und festgestellt hat, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Die Erde ist wärmer, als sie eigentlich sein dürfte. Und er hat gesagt, es muss irgendetwas geben. Er hatte keine Ahnung, was das ist, was ähnlich einem Glashaus Wärmestrahlung zurückhält. Na, das war sein Ansatz und darauf geht dieses Konzept des Treibhauseffekts zurück. Wie gesagt, er wusste nicht, was das ist. Er hat nur gesehen, die Erde ist wärmer, als sie sein dürfte. John Tyndall hat dann in Labormessungen einfach untersucht, wie Gase Infrarotstrahlung absorbieren, ob es da einen Absorptionseffekt gibt und hat festgestellt, Gase wie Wasserdampf, Kohlendioxid sind tatsächlich Gase, die im Infrarotbereich zum Teil Energie absorbieren. Damit waren sozusagen die Schuldigen identifiziert, wenn Sie so wollen, eben auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und selbst die Idee, dass die Industrialisierung und die Verbrennung von Kohle und die Freisetzung von Kohlendioxid den Klimazustand ändern könnte, ist kein neues Konzept. Svante Arrhenius hat das schon ausgerechnet und wollte einfach wissen, kann es sein, dass die Industrialisierung das Klima erwärmt. Ja? Und er hat ein Gedankenexperiment gemacht und auch ausgerechnet, wie stark die Erwärmung wäre, wenn sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verdoppeln würde. Na? Er konnte sich nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, weil die Industrialisierung war noch in den Anfängen. Das war längst nicht so hohe Emissionen, wie wir es jetzt haben. Aber er hat das ausgerechnet und kam auf einen Wert so 5 bis 6 Grad, also 5 bis 6 Grad globale Temperaturerhöhung bei CO2-Verdopplung. Ja, die sogenannte Klimasensitivität. Er lag einen Faktor 2 daneben. Also wir sagen heute, es ist so um die 3 Grad. Aber tatsächlich dieses Konzept, dass unsere Emissionen zu einer Veränderung des Klimazustands führen könnten, das ist nicht neu, das wissen wir eigentlich seit über 100 Jahren. Ja. Svante Arrhenius war so ein bisschen enttäuscht. Als Skandinavier hätte er sich ein bisschen höhere Temperaturen vielleicht gewünscht, aber nun ja, es ist etwas anders gekommen, als er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Gut, wir haben also CO2 in die Atmosphäre gepumpt. Es gibt den Treibhauseffekt. Wir würden also erwarten, dass die Erde sich erwärmt. Und auch das können wir direkt messen an unseren Wetterstationen. Ja? Sie können, wenn Sie jetzt die Erde lückenlos bedeckt hätten mit Wetterstationen, dann könnten Sie natürlich eine mittlere Oberflächentemperatur ausrechnen, ja? Oder eine bodennahe Lufttemperatur, etwas präziser formuliert. Das haben wir natürlich in gewisser Weise nicht, weil wir keine lückenlose Bedeckung haben. Aber wir können über mathematische Verfahren interpolieren die Regionen, wo wir keine Messdaten haben. Ja, das ist natürlich nicht, da entstehen gewisse Unsicherheiten und je mehr Sie zurückgehen sozusagen nach links in dieser Kurve, desto größer werden die Unsicherheiten, weil wir einfach weniger Wetterstationen haben, weil die Messungenauigkeiten vielleicht größer werden. Ja, aber grundsätzlich können Sie das machen.
In der Wissenschaft ist es immer gut, wenn nicht nur eine Person oder eine Gruppe so etwas macht. Deswegen wird das von sehr vielen Institutionen gemacht. Sie sehen die hier aufgelistet, also Hadley, das Hadley Center in Großbritannien, dann die NASA macht das, die NOAA macht das in Amerika, auch die Europäische Wetterbehörde macht das. Und Sie sehen diese verschiedenen Datensätze hier im Vergleich. Ja, und was Sie hier sehen, das ist eine Kurve, die reicht von den 1850er Jahren jetzt bis 2022. Und was wir immer machen, wir drücken das als Anomalie aus. Das heißt, wir messen nicht die Absoluttemperatur, sondern die Veränderung gegenüber einem bestimmten Referenzintervall. In dem Fall ist es das Referenzintervall 1981 bis 2010, eine 30-Jahres-Periode. Warum machen wir das? Das hat verschiedene Gründe. Das ist vor allem für die Qualitätskontrolle leichter. Also wenn zum Beispiel Sie haben 2 benachbarte Wetterstationen, die könnten einen Fehler in der Absolutkalibrierung des Thermometers haben, ja, aber wenn sie Differenzen bilden, ist das immer robuster. Und wenn Sie Stationen in der Nachbarschaft haben, dann werden die Anomalien relativ stark miteinander korrelieren über einen gewissen räumlichen Abstand. Das heißt, Sie werden sehr ähnliche Veränderungen messen, auch wenn die Absoluttemperatur, sagen wir mal, in Kiel und in Bremen vielleicht eine andere ist. Die Veränderungen werden ein ähnliches Muster zeigen und das hilft Ihnen auch bei der Qualitätskontrolle der Daten und dann natürlich bei der Vergleichbarkeit verschiedener Stationen. Aber Sie sehen, dass alle diese Messreihen oder Berechnungsmethoden für diese globale Mitteltemperatur, wie gesagt, da ist Interpolation dabei, weil wir keine lückenlose Abdeckung haben, dass die alle zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen. Und die zeigen einfach, wenn Sie die Zahlenwerte anschauen, dass sich die Erde tatsächlich auch schon erwärmt hat gegen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dass wir jetzt eine Erwärmung haben, die liegt vielleicht so bei 1,1, 1,2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau. Ja, da sind wir. Sie sehen noch viele andere Dinge in dieser Kurve. Sie sehen Schwankungen. Ja, also die CO2-Kurve haben Sie gesehen, die ist relativ glatt. Ja, da ist der Anstieg relativ glatt. Die Temperaturkurve ist nicht so schön glatt. Das liegt einfach an natürlicher Klimavariabilität. Ne? Die Sonnenaktivität schwankt im 11-Jahres-Zyklus, hat einen kleinen Einfluss, 0,1 Grad oder so, auf die globale Mitteltemperatur. Ab und zu gibt es einen Vulkanausbruch. 1992 der Pinatubo wird sicher zu dieser Delle hier in der Temperatur beigetragen haben. Es gibt El Niño, La Niña, was die globale Mitteltemperatur beeinflusst. Das heißt, wir haben diese Schwankungen, die liegen da drüber, aber Sie sehen, dass auch in dieser Kurve der Trend eben leider immer noch nach oben zeigt. Das heißt, wir sehen diesen Anstieg der globalen Mitteltemperatur. Kleine Randgeschichte, die Hauptkurve, die hier gezeigt ist, in schwarz mit der Spannbreite von Berkeley Earth. Das wurde gestartet von Physikern mit einem eher klimaskeptischen Hintergrund, die gesagt haben, die Art, wie die anderen Gruppen und Institutionen das ausrechnen, ist nicht gut. Wir glauben das nicht. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Und dann haben sie eben selber nachgerechnet und Methoden verbessert, durchaus positiv. Und mussten dann irgendwann relativ kleinlaut eingestehen, dass ihre Kurve doch relativ nah an den anderen Kurven liegt. Ne? Aber so funktioniert Wissenschaft. Ja? Ergebnisse müssen reproduzierbar sein. Und wenn jemand mit einer skeptischen Grundhaltung das dann reproduziert mit verbesserten Methoden, dann ist das ja auch nur im Sinne der Wissenschaft. Aber das ist tatsächlich bestätigt. Sie können jetzt auf ganz viele Weisen auf diese Kurve schauen. Also Sie können natürlich irgendwie die heißesten Jahre sich anschauen. Ja, das ist ein beliebter Sport natürlich. Wie gesagt, das ist nicht immer so, dass das ein heißestes Jahr auf das nächste folgt, weil wir einfach diese natürlichen Klimaschwankungen haben. Es fällt aber schon auf, dass die wärmsten Jahre natürlich alle irgendwo da rechts sind, ne, also ins 21. Jahrhundert fallen. Das wird sich auch nicht ändern. Und dann gibt es natürlich viele verschiedene Arten, diesen Anstieg zu visualisieren. Das ist eine davon, die Klimaspirale. Das läuft mehrmals, keine Angst, die vor ein paar Jahren sehr populär geworden ist. Also Sie sehen hier außen die Monate des Jahres. Das heißt, wir zeigen immer Monatswerte. Sie sehen die Jahre durchlaufen und Sie sehen eine Temperaturskala, die nach außen zunimmt. Das heißt, Sie haben also 0 Grad Anomalie gegenüber dem vorindustriellen Niveau hier in der Mitte und dann geht es nach außen. Und die 1,5 und 2 Grad Zielmarken des Klimaabkommens von Paris sind als rote Kreise eingetragen. Das läuft jetzt auch nochmal durch. Und Sie sehen natürlich, es gibt Schwankungen. Das haben Sie auch schon in der Kurve gesehen. Aber im Großen und Ganzen läuft diese Spirale nach außen. Offensichtlich, ja, das wie gesagt haben Sie auch schon in der Kurve gesehen. Und nähert sich doch relativ beunruhigend nahe der 1,5 Grad Zielmarke, über die wir später noch sprechen werden.
Eine andere Visualisierung, die ja inzwischen auch allgegenwärtig ist, nicht zuletzt durch die Fridays for Future Bewegung, sind diese Warming Stripes, also Erwärmungsstreifen. Jeder einzelne dieser vertikalen Streifen steht für ein bestimmtes Jahr. In dem Fall ist es die globale Mitteltemperatur wie gehabt von 1850 bis 2021. Und die sind einfach farbkodiert. Kühlere Jahre sind blau, wärmere Jahre sind rot. Und auch hier sehen Sie natürlich gewisse Schwankungen von Jahr zu Jahr. Wie gesagt, natürliche Klimavariabilität ist etwas, was wir erwarten würden. Aber Sie sehen eben auch, dass die blauen Jahre eher links sind und die roten Jahre eher rechts, ja, wenn Sie das so wollen. Sie können das Gleiche auch für Deutschland machen. Wegen des Messnetzes ist hier der Zeitraum etwas kürzer, 1881 bis 2021. Und Sie sehen eine viel, viel stärkere Variabilität. Das liegt daran, dass Deutschland natürlich viel, viel kleiner ist. Ne? Also natürliche Klimaschwankungen von Jahr zu Jahr spielen eine viel größere Rolle, als wenn Sie über die gesamte Erdkugel mitteln. Aber letztlich sehen Sie ein sehr ähnliches Muster in diesen Darstellungen. Das ist die globale Mitteltemperatur. Jetzt interessiert uns natürlich primär aber auch, wie sieht es denn regional aus? Ne? Wie ist denn die Verteilung über den Globus? Das ist jetzt für das Jahr 2022 wieder Anomalien auf dieser Farbskala hier unten von -6 bis +6 Grad Celsius relativ zu 1951 bis 1980 in diesem Fall. Und Sie sehen also, wie die Temperaturverteilung über das Jahr 2022 gemittelt relativ zu dieser Referenzperiode aussah. Das ist jetzt natürlich nur ein Jahr, das heißt, wir unterliegen hier auch gewissen Schwankungen. Sie sehen das zum Beispiel, dass der äquatoriale Pazifik hier links in der Weltkarte, dass der relativ kühl ist. Das liegt einfach daran, das war ein La Niña-Jahr mit eher kühlen Temperaturen in diesem Bereich. Aber Sie sehen ein Muster, das sehr robust ist. Kontinentalregionen, Landflächen erwärmen sich stärker als der Ozean. Das liegt einfach an der thermischen Trägheit des Ozeans. Kennen Sie, wenn Sie mal an der Küste sind. Ne? Es dauert einfach ein bisschen länger im Sommer, bis Küstenklimate wärmer werden. Ja, und dafür halten Sie im Herbst so ein bisschen die Wärme noch. Ne? Das ist natürlich auch unter Erwärmung das Gleiche. Und Sie sehen tatsächlich auch, dass insbesondere die Arktis sich sehr, sehr stark erwärmt. Spielen verschiedene Effekte eine Rolle. Unter anderem aber die positive Eis-Albedo-Rückkopplung. Wenn es wärmer wird, schmelzen Eis und Schnee. Es kommen dunklere Land- bzw. Ozeanflächen zum Vorschein, die Sonneneinstrahlung viel besser absorbieren als die hellen Eis- und Schneeflächen. Und das führt zu einem selbstverstärkenden Effekt. Die Antarktis ist immer so ein bisschen abgekoppelt, ja, durch den antarktischen Zirkumpolarstrom und durch die Westwinde, die hier wehen. Aber auch rund um die Antarktis sehen wir einen ähnlichen Effekt. Ne? Also ganz allgemein, Kontinentalregionen erwärmen sich stärker, auf denen leben wir aber nun mal überwiegend. Und die Polarregionen erwärmen sich stärker, insbesondere die Arktis. Die Antarktis, wie gesagt, auch inzwischen teilweise, ist aber in gewisser Weise ein Sonderfall. Wenn wir jetzt uns mal von diesen Messdaten wegbewegen in gewisser Weise. Ne? Wenn wir sagen, okay, das sind Temperaturmessungen, sehen wir auch andere Veränderungen in der Natur, die eine Erwärmung andeuten, dann ist das natürlich ganz klar der Fall. Wir sehen in vielen Gebirgsregionen rund um den Globus und natürlich auch in den Alpen eine Gletscherschmelze, die sich auch beschleunigt. Also Sie kennen sicher, das ist sogar noch relativ alte Aufnahmen. Ne? Sie kennen sicher sehr, sehr frustrierende Vergleichsaufnahmen von Alpengletschern früher und heute. Man kann das auch zusammentragen und schauen, wie sieht das denn weltweit aus. Und Sie sehen auch, dass die meisten Gebirgsgletscher tatsächlich an Ausdehnung, an Masse, an Volumen verlieren. Ja, beschleunigt tatsächlich auch im 21. Jahrhundert. Einzelne Gletscher wachsen tatsächlich. Das liegt daran, dass die Frage, ob ein Gletscher wächst oder abnimmt, ist eine Bilanz aus dem Winterschneefall und dem sommerlichen Schmelzen sozusagen. Und für einzelne Gletscher ist es einfach so, dass durch Veränderungen in den Windmustern vielleicht der Niederschlag im Winter, also der Schneefall im Winter stärker geworden ist als das sommerliche Abschmelzen. Aber überwiegend ist es eben so, dass Gebirgsgletscher rund um die Welt tatsächlich abschmelzen. Wir sehen das auch im arktischen Meereis. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Arktis sich besonders stark erwärmt, deutlich stärker als der globale Durchschnitt. Und eine wesentliche Diagnostik ist einfach die Ausdehnung des Meereises in der Arktis.
Die hat natürlich auch einen sehr starken Jahresgang. Das heißt, was wir typischerweise anschauen, ist die minimale Meereisbedeckung im September. Die wird seit Jahrzehnten auch von Satelliten erfasst und das sind einfach zwei Vergleichsaufnahmen zu Beginn dieser Satellitenmessungen. Die minimale Ausdehnung des arktischen Meereises im September 1984 und zum Vergleich das Jahr mit der bislang geringsten Ausdehnung, ja, 2012. Und wir sehen also ganz klar, dass, wenn Sie das als Kurve sich anschauen, ja, dass diese Ausdehnung tatsächlich auch einen abnehmenden Trend hat, auch wenn wir den Rekord von 2012 bis heute tatsächlich nicht geknackt haben aufgrund von lokalen Wetterveränderungen in der Arktis. Aber letztlich ist das genau das, was passiert. Und es ist auch eine schöne Illustration der Eisalbedo-Rückkopplung, die ich angesprochen habe. Wenn Sie diese helle Fläche hier anschauen, die reflektiert natürlich deutlich mehr Sonnenstrahlung zurück ins All als diese dunklen Ozeanflächen, die da zum Vorschein kommen. Und das heißt, das verstärkt die Erwärmung in der Arktis tatsächlich dann nochmal zusätzlich. Und das hat natürlich Auswirkungen, haben Sie gelesen, auf die Ökosysteme dort, auf Permafrostböden, auf die Küstenregionen, für die Eisbären, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich etwas, was die Region sehr, sehr stark beeinflusst. Aber natürlich auch globale Auswirkungen hat, weil es eben über diese Eisalbedo-Rückkopplung eben auch die Energiebilanz des Planeten als Ganzes beeinflusst. Meeresspiegelanstieg ist auch etwas, was wir schon messen können. Das ist jetzt sozusagen die volle Messreihe global für den globalen mittleren Meeresspiegel seit 1880, also für die letzten 140 Jahre. Und Sie sehen, dass der so ungefähr 25 Zentimeter angestiegen ist. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch an, ist es auch noch nicht, außer für so Delta-Regionen wie in Bangladesch vielleicht oder kleine Inseln, die sehr tief liegen, ja, die spüren da heute schon die Auswirkungen davon. Global betrachtet ist das noch nicht viel. Wir wissen das einfach durch Pegelmessungen an den Küsten. Na, das sind natürlich viele lokale Effekte dabei, aber wenn Sie die einfach mitteln über den gesamten Globus, dann sehen Sie diesen Meeresspiegelanstieg. Und für die Zeit, wo wir Satellitenmessungen haben, das sind diese roten Messdaten rechts im Diagramm, sehen Sie, dass es da auch eine gute Übereinstimmung gibt und dass dieser Meeresspiegelanstieg sich tatsächlich beschleunigt. Das liegt jetzt wohlgemerkt nicht an dem Abschmelzen des Meereises, das schwimmt ja auf dem Wasser, das heißt Archimedes, wenn das schmilzt sozusagen, ersetzt es nur das Wasser, das es vorher verdrängt hat. Das macht also nichts mit dem Meeresspiegel. Das liegt im Augenblick primär tatsächlich an der Erwärmung der Ozeane. Das ist einfach eine Ausdehnung der Ozeane unter Erwärmung. Und nachdem sie seitlich nicht viel machen können, müssen sie halt nach oben. Und natürlich an dem Abschmelzen von Gletschern zum Teil oder Abschmelzvorgängen der großen Eisschilde, Grönland und Antarktis. Und diese Beiträge durch das Abschmelzen des Eises sind das, was uns für die Zukunft mehr Sorgen macht, weil die tragen nämlich in der Zukunft tatsächlich mehr bei als diese Erwärmung. Erste Kernbotschaft: Globale Erwärmung ist jetzt schon bei etwa 1,1 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Ja, also wir wissen, wo das herkommt. Wir wissen, wie viel Kohle, Öl und Gas wir verbrennen. Wir wissen, was das mit dem CO2-Anstieg macht. Wir wissen, dass es einen Treibhauseffekt gibt und wir können das tatsächlich direkt nachweisen. Ja, ganz wichtig, wir sind jetzt schon bei 1,1, 1,2 Grad Celsius. Ich möchte einen kurzen Einschub machen. Das ist primär ein Vortrag über den Klimawandel, aber ich möchte ehrlich gesagt das zweite große ökologische Problem unserer Zeit nicht unerwähnt lassen. Und das ist das Artensterben, das wir im Augenblick verursachen. Ich arbeite ja, Herr Geider hat es angesprochen, auch zu Klimaveränderungen in der Erdgeschichte, insbesondere auch zu großen Massenaussterben in der Erdgeschichte. Der Unterschied ist, dieses Mal sind tatsächlich wir verantwortlich. Ja? Das hat noch nicht so viel mit dem Klimawandel zu tun, das wird sich aber ändern, wie ich Ihnen gleich erzählen werde. Also wir haben im Augenblick einen wirklich dramatischen Verlust an Biodiversität. Primär, also durch ganz viele verschiedene Faktoren, durch die Zerstörung und Fragmentierung von Lebensräumen. Denken Sie an das Trockenlegen von Feuchtwiesen, den Bau von Gewerbegebieten, das Zerschneiden der Landschaft durch Straßen, Bahnlinien etc., die es dann eben auch den Lebewesen schwerer macht zu wandern und zu reagieren, was natürlich auch im Klimawandel dann ein Problem ist, wenn sie nicht in kühlere Regionen zum Beispiel abwandern können. Umweltverschmutzung und Pestizide spielen eine Rolle, das muss ich Ihnen nicht erklären. Wir beuten Ressourcen aus, ne? Denken Sie an überfischte Meere und auch andere Faktoren. Invasive Arten sind tatsächlich ein zunehmendes Problem. Auch das ist Ihnen bekannt, dass durch die Globalisierung, durch den Handel einfach immer mehr Arten eingeschleppt werden und die lokalen Arten tatsächlich verdrängen.
Wir haben Ausbreitung von Insekten und Krankheitserregern, die da nicht hingehören und wo die lokalen Arten auch nicht darauf vorbereitet sind. Und ja, auch der Klimawandel. Also es gibt schon Beispiele für Arten, die nachweislich durch den Klimawandel ausgestorben sind, durch Erwärmung, durch Dürre, wie auch immer. Und im Ozean spielt dann noch die Ozeanversauerung durch unsere CO2-Emissionen eine gewisse Rolle. Also es ist wirklich gerade ziemlich heftig. Sodass viele die Frage aufwerfen, sind wir auf dem Weg zum 6. großen Massenaussterben. Das 6. kommt daher, dass wir 5, also wir hatten sehr viele Massenaussterben in der Erdgeschichte, aber wir hatten eben 5 sehr, sehr große. Und das ist im Wesentlichen eine Illustration der Biodiversitätskurve, also der Zahl der Arten, wenn Sie so wollen, über die letzten 600 Millionen Jahre oder so. Und Sie sehen, dass das nicht irgendwie kontinuierlich nach oben geht, sondern dass es immer wieder diese Einschnitte gibt, die hier mit durch die Zahlen markiert sind, wo große Massenaussterben tatsächlich einen gewissen oder einen deutlichen Teil der lebenden Arten tatsächlich vom Antlitz der Erde verschwinden lassen. Das größte vor 250 Millionen Jahren als große Vulkanausbrüche zu einer drastischen Erwärmung und Versauerung der Ozeane geführt haben und im Prinzip 90% der Arten oder so verschwunden sind. Ja, also wirklich ein sehr, sehr dramatisches Ereignis. Etwas bekannter vor 66 Millionen Jahren, die Nummer 5 hier, das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit, das letztlich die Dinosaurier weitestgehend ausgelöscht hat, bis auf unsere gefiederten Freunde da draußen, die ja die nächsten lebenden Verwandten der Dinos sind und das überlebt haben. Und die Frage ist einfach, machen wir gerade etwas, was auf einer ähnlichen Skala ist, geologisch betrachtet. Ja? Und es gibt wahnsinnig viele Statistiken, Sie können das anschauen, Sie können das in Sachen verschwindende Arten, Geschwindigkeit etc. anschauen. Die Zahlen sind wirklich nicht schön, ja. Wir sind noch nicht ganz da, ja. Also wir haben noch nicht die Größenordnung eines der großen 5 Massenaussterben der Erdgeschichte erreicht. Das ist aber nicht so wirklich beruhigend, weil wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn wir da nicht umsteuern und gerade auch beim Klimawandel gegensteuern, dann kommen wir in eine Größenordnung, die tatsächlich vergleichbar ist mit diesen großen Massenaussterben in der Erdgeschichte. Und wie gesagt, der Klimawandel verstärkt das nochmal. Das heißt, die zweite Kernbotschaft, die ich Ihnen wirklich mitgeben möchte, Klimawandel ist nicht unser einziges großes ökologisches Problem. Das große Massenaussterben, das wir gerade auslösen, ist tatsächlich auch ein Problem. Warum machen wir uns Sorgen über den Klimawandel? Kann uns das nicht alles egal sein? Genießen wir den besseren Rotwein, den die Weinbaugebiete in Deutschland produzieren können? Das ist es leider nicht. Es ist einfach so, dass diese Erwärmung Folgen verursacht, Folgen für die Natur, Folgen für uns. Eine Folge, die auch schon spürbar ist, komme ich gleich auch noch mal drauf zurück, sind Wetterextreme, Hitzewellen, Dürreereignisse. Das haben wir auch hier in Deutschland in den letzten Jahren ja wiederholt gehabt. Führen zu zusätzlichen Todesfällen, Trinkwassermangel, Ernteausfällen, Waldbrände. Ja, das ist wohl bekannt und auch statistisch nachweisbar natürlich. Die Kehrseite ist, dass wir auch tatsächlich mehr Starkregenereignisse haben, Verstärkung von tropischen Wirbelstürmen, nicht in allen Weltregionen, aber in manchen. Auch das ist nachweisbar, was wieder zu Überschwemmungen führt. Wir haben den Meeresspiegelanstieg jetzt schon messbar und in der Zukunft natürlich noch beschleunigt, der Küsten und Inseln gefährdet, und ein signifikanter Teil der Weltbevölkerung lebt nun einmal an den Küsten. Das ist so, ja, können wir nicht wegdiskutieren. Ich habe es angesprochen, wir verursachen primär im Augenblick durch andere Faktoren schon einen dramatischen Biodiversitätsverlust. Das wird sich durch den Klimawandel tatsächlich verstärken. Also wir sehen das zum Beispiel, dass in den Alpen kühler liebende Arten so langsam Richtung Gipfel wandern, aber irgendwann ist da halt der Gipfel erreicht, dann geht halt nichts mehr. Ne? Oder auch eine Nordwärtswanderung auf der Nordhalbkugel ist durch die Fragmentierung der Lebensräume und irgendwann durch den arktischen Ozean halt begrenzt. Ja? Also irgendwann ist halt einfach ein Limit erreicht. Und das Ganze hat Gesundheitsfolgen, und das sehen wir jetzt schon. Ne? Wir haben mehr Hitzetote, auch in Deutschland, auch in Europa durch die Hitzewellen in den Sommern, Infektionskrankheiten nach Überschwemmungskatastrophen zum Beispiel. Und wir haben zunehmend auch die Ausbreitung von krankheitsübertragenen Insekten, auch bei uns. Ja, das nimmt ja auch zu mit wärmeliebenden Insektenarten, die dann Krankheitserreger mit einbringen. Und wenn wir das ein bisschen auf einer größeren Ebene betrachten, es ist einfach so, viele lokale Konflikte sind Ressourcenkonflikte, auch um Nahrungsmittel. Dürreereignisse verstärken die und lösen auch Migrationsbewegungen aus. Ja? Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie gut wir darauf vorbereitet sind, oder wir sehen es eigentlich täglich in den Medien.
Extremereignisse sind so die Klimafolgen, die vielleicht schon am sichtbarsten sind. Und ich will nochmal an den Sommer 2018 erinnern und Ihnen zeigen, wie drastisch das eigentlich war. Sie haben es mitbekommen, wir hatten Waldbrände natürlich in vielen europäischen Ländern, auch bei uns, auch in der Nähe von Berlin, auch in der Nähe von Potsdam. Ja, also das ist 10 Kilometer vielleicht von meinem Wohnort entfernt. Ja. Jetzt nicht so, dass ich durch Waldbrände gefährdet wäre, aber es rückt uns alles so doch ein bisschen unsympathisch nahe. Aber natürlich auch in anderen Weltregionen wie in Kalifornien. Und für Europa war das tatsächlich ein Sommer, der so extrem war, dass er weit jenseits aller natürlichen Schwankungen war. Und Sie sehen das hier, das sind Landoberflächentemperaturanomalien für Europa für die 4 Monate April bis Juli über die letzten 110 Jahre oder so. Ja, und Sie sehen da natürlich auch, dass die Sommertemperaturen zunehmen über Land in Europa. Und dann Sie sehen auch, dass das von Jahr zu Jahr schwankt. Das kennen Sie. Es gibt mal einen kühleren, verregneten Sommer, es gibt mal einen heißeren, trockenen Sommer. Und dann ist da 2018. Ja, also das ist wirklich schon nicht mehr innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite, sondern das ist wirklich ein Ereignis, das sehr stark heraussticht. Und ich komme gleich darauf zurück, woran das liegt. Wir können das tatsächlich auch weiter zurückverfolgen. Wir können Temperaturrekonstruktionsmethoden, Baumringe etc. mit all ihren Unsicherheiten verwenden, um die europäischen Sommertemperaturen der letzten 500 Jahre zu rekonstruieren. Das ist im Wesentlichen dieses Histogramm, das hier gezeigt ist als graue Linie. Und Sie sehen, wir können einzelne besonders kühle Jahre namentlich benennen, hier links als blaue Streifen und dann natürlich besonders heiße Jahre auf der rechten Seite des Diagramms. Ein bisschen auffällig, dass die alle ins 21. Jahrhundert fallen. Das ist nicht wirklich erstaunlich. Und jetzt könnten Sie denken, naja, das ist vielleicht einfach so eine statistische Verschiebung. Ne? Wenn es global wärmer wird, dann schiebt sich natürlich diese Verteilung auch für Europa so ein bisschen zu den höheren Temperaturen. Und Sie würden natürlich mehr davon erwarten. Und das ist auch tatsächlich so. Wenn das aber das einzige Problem wäre, dann würden wir uns nicht so viel Sorgen machen. Was eben auch passiert ist, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die atmosphärischen Zirkulationsmuster hat. Und zwar insbesondere auf ein Phänomen, den Jetstream, der inzwischen sogar manchmal bei extremen Wetterereignissen ja sogar schon im Wetterbericht auftaucht. Dieser Jetstream ist eine schnelle Luftströmung in der oberen Atmosphäre, die Sie hier als dieses rötliche Band, dieses rötliche meandernde Band in dieser NASA-Visualisierung, in dieser wunderschönen sehen können. Und Sie sehen, dass dieser Jetstream hat gewisse Auslenkungen, so wellenartige Auslenkungen, die kommen durch die Land-Ozean-Verteilungen, durch Gebirge, durch die aktuelle Erwärmung. Sie sehen auch, dass dieser Jetstream, wenn Sie die Muster genau anschauen, das wandert so ganz, ganz langsam nach Osten, ja, über den Globus normalerweise. Und das ist aber wichtig für uns, weil das nicht nur eine Strömung in der Hochatmosphäre ist, sondern der Jetstream beeinflusst, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete ziehen. Unter anderem auch, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa ziehen, über Deutschland ziehen. Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir 2 Dinge tatsächlich nachweisen können in den Daten. Wir sehen, dass dieser Jetstream immer stärkere Auslenkungen hat durch die unterschiedliche Erwärmung von Polarregionen, Äquatorialregionen, durch das Verschwinden des Meereises auch vielleicht. Das ist das eine, was wir sehen. Und dann haben wir sogenannte Blocking-Events, wo der Jetstream eben nicht so langsam sich nach Osten verschiebt, sondern stehen bleibt. Ja? Und das hat zur Folge, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete, die unterhalb liegen, auch stehen bleiben. Ja? Und das ist genauso eine Situation, wie wir sie 2018 hatten, wo wir im Prinzip von April bis September fast durchgehend Hochdruckeinfluss hatten. Ja, wir hatten ganz, ganz wenige Tiefdruckgebiete. Wir hatten einfach den Jetstream, der stand und diese Hochdruckgebiete lagen da. Es verstärkt sich dann natürlich irgendwann. Irgendwann ist es so trocken, dass auch kein Wasser mehr verdunsten kann und für Wolken sorgen kann. Ne? Also das war so die Situation. Und die Kehrseite ist aber, wenn auf der anderen Seite dann ein Tiefdruckgebiet liegt, das zieht dann halt nicht regnend über einen Ort hinweg, sondern das liegt da und regnet sich an Ort und Stelle ab. Und dann bekommen Sie dort Überschwemmungen. Ja? Und das sind, es sind überwiegend auch diese Veränderungen des Jetstreams, die diese Extreme verursachen, ich kann so eine Folie inzwischen jedes Jahr machen, ne? Und ich könnte da noch ganz viele Bildchen und Beispiele draufpacken. Also 2021 war wieder so ein Jahr. Sie können sich vielleicht an die verheerenden Starkregenereignisse bei uns in Deutschland erinnern, ja. Gleichzeitig hatten wir Waldbrände dann in Sibirien, andere Seite des Jetstreams, wo dann der Hochdruckeinfluss liegt. Ne? Also diese Extreme beobachten wir tatsächlich einfach jedes Jahr. 2022 war nicht viel besser.
Ich habe diese Folie mal für einen älteren Vortrag gemacht und dann festgestellt, dass Köln natürlich ein wunderbares Beispiel ist für das DLR Astro Seminar. Also Sie sehen hier Satellitenaufnahmen von 2021 und 2022 und Sie sehen eben, und Sie kennen das sicher lokal besser als ich aus den Satellitenausnahmen, wie einfach der Pegel des Rheins gefallen ist in diesem letzten Sommer, der ja auch wieder ein relativ extremer war. Das führt zu mehr Todesfällen, das wissen wir, das ist auch statistisch nachweisbar. Wir sehen einfach, dass in Hitzesommern mehr ältere Menschen sterben. Ja, das ist kein abstraktes Problem und wird auch schlimmer werden. Das verursacht aber inzwischen auch eine ganze Menge an ökonomischen Schäden. Ich bin kein riesengroßer Fan von ökonomischer Argumentation, aber es ist nun mal so. Also die Sommer 2018 und 2019 zusammen haben tatsächlich ungefähr 35 Milliarden Euro an Schäden verursacht. Das kennen Sie, wenn die Waldwirtschaft dann sagt oder der Bauernverband. Wir hatten Ernteausfälle von so und so viel Milliarden Euro dann letztlich Äquivalenten. Ne? Das ist dann genau diese Zahlen, die Sie dann aufaddieren können. Die Überschwemmungen im Sommer 2021 werden auf rund 40 Milliarden Euro Schäden taxiert. Und bis 2021 kumuliert hatten wir tatsächlich 145 Milliarden Euro im Schnitt. Wobei, wie gesagt, die Temperaturkurve zeigt ja nach oben, die Schäden werden eher schlimmer. Das heißt 0,2% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist, wie gesagt, im Augenblick noch nicht schlimm, aber wenn das mehr wird, dann wird das auch für Deutschland tatsächlich irgendwann ökonomisch spürbar. Das heißt, es gibt heute schon Klimafolgen. Das ist nichts Abstraktes, was irgendwann mal im 2100 eintritt. Es gibt heute schon Klimafolgen und es gibt sie auch bei uns, und zwar insbesondere durch Wetterextreme, und die verursachen menschliches Leid und hohe Kosten. Das ist also nichts, was aus irgendeinem Computermodell herauspurzelt, sondern das ist tatsächlich heute schon nachweisbar. Gut, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie geht das weiter? Ja, wie geht es denn weiter mit der globalen Mitteltemperatur? Wie sieht denn dann die Erde im Jahr 2080 aus oder im Jahr 2100? Da haben wir zwei Probleme natürlich. Erstens haben wir keine direkten Messungen. Wir sind natürlich auf Computermodelle angewiesen, um das zu projizieren, wie das aussehen könnte. Diese Klimamodelle sind ziemlich gut inzwischen. Sie sind nicht frei von Problemen. Wolken sind immer noch so ein bisschen schwierig zu modellieren. Unterschiedliche Modelle machen leicht unterschiedliche Aussagen. Aber im Großen und Ganzen, was die Temperaturen betrifft, ist es robust. Das ist unser erstes Problem. Und das zweite ist, wir sind natürlich keine Wahrsager. Wir haben keine Kristallkugel. Wir wissen nicht, wie die Menschheit sich 2060 verhalten wird oder 2030 oder 2040, oder was für Technologien wir zur Verfügung haben werden. Das heißt, wir können das nur unter bestimmten Annahmen machen. Das heißt, wir können bestimmte Szenarien aufstellen, ja, wie die Zukunft der Menschheit weitergeht in Sachen Bevölkerungsentwicklung, wie viel fossile Energien werden genutzt, wie viel Erneuerbare werden genutzt, wie viel Fleisch essen wir, was für Technologien stehen uns zur Verfügung. Ja? Und dann machen wir so ein paar Szenarien, 5 typischerweise, es gibt noch mehr, die irgendwo zwischen einem weiter so wie bisher, das wäre diese dunkelrote Kurve hier oben, und einem Klimaschutzszenario den Bereich abdecken, die Spanne abdecken. Und diese Szenarien, die sagen bestimmte Emissionen von CO2, Methan und so weiter voraus für die Jahre. Und das können wir dann in unsere Klimamodelle füttern und sehen, wie erwärmt sich denn das Klima. Also 2 Schritte, wir stellen Szenarien auf, wir kriegen daraus ein Emissionsverhalten, das füttern wir in das Klimamodell. Und dann letztlich haben wir eine Vorhersage, eine Projektion, Verzeihung, für die globale Mitteltemperatur. Sie sehen hier also diese globalen Temperaturanomalien jetzt hier relativ zur vorindustriellen Periode, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts angegeben. Die schwarze Kurve sind im Prinzip der bisherige Verlauf, und Sie sehen dieses knappe Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie Sie die Referenzperiode ansetzen. Und dann sehen Sie eben unter der Annahme dieser Szenarien, wie Klimamodelle die Zukunft dann voraussagen würden unter der Annahme dieser Szenarien. Wir machen das auch nicht mit einem Klimamodell, sondern wir machen das mit 30 Klimamodellen, weil Klimamodelle haben ihre Eigenheiten. Das heißt, es gibt ganz viele Modellierungszentren rund um die Erde, die das tatsächlich machen, unter den gleichen Annahmen. Und Sie sehen, dass für die 2 Szenarien, wo das hier angegeben ist, nämlich für dieses dunkelblaue und dieses nicht ganz so dunkelrote sozusagen, da ist auch eine Spanne angegeben. Und das ist die Unsicherheit, die aus der Komplexität des Klimasystems, aus unserer nicht genauen Kenntnis der Klimasensitivität, aus der Unsicherheit der Wolkenmodellierung, aus Modellfehlern wahrscheinlich kommt. Ja? Also wir können das nicht präzise vorhersagen, sagen wir auch nicht, dass wir das können, sondern wir haben eine gewisse Spanne.
hängt auch davon ab, vielleicht wie die Biosphäre genau reagiert auf Erwärmung, wissen wir auch nicht so genau, weil wir es einfach noch nicht getestet haben. Also diese ganzen Unsicherheiten spielen damit rein. Und Sie sehen, dass wir es letztlich in der Hand haben. Ja? Also es hängt von uns ab, ob wir irgendwann Ende des 21. Jahrhunderts, ich sage mal, noch ein halbes Grad oder ein Grad draufpacken auf die globale Mitteltemperatur oder ob wir weiter so machen wie bisher und halt nochmal 3 oder 4 Grad oben drauf packen. Ja? Das ist letztlich unsere Entscheidung. Ja? Die kann ich Ihnen und uns auch nicht abnehmen. Für uns letztlich ist auch wieder entscheidend, wie schauen die Muster aus der Erwärmung. Wie gesagt, die globale Temperaturkurve ist 1, die Muster sind was anderes. Hier oben ist das erstmal für 1 Grad Erwärmung gezeigt und zwar rechts oben sind die modellierten Temperaturverteilungen für 1 Grad globale Erwärmung und links davon sind die beobachteten. Ja? Sie sehen, dass das nicht 1:1 übereinstimmt. Wie gesagt, die Modelle sind nicht perfekt, aber die Grundmuster bekommen Sie hin. Sie sehen hier so einen blauen Fleck, auf den komme ich später nochmal zurück, so im Nordatlantik, südlich von Grönland. Der wird noch eine Rolle spielen. Aber Sie sehen, dass das Grundmuster immer relativ robust ist. Die Kontinente erwärmen sich stärker, die Polarregionen erwärmen sich stärker. Ja, das ist genau das, was wir in den Beobachtungsdaten auch schon gesehen haben. Und dann können Sie sich halt aussuchen, wollen Sie bei 1,5 Grad, 2 Grad oder 4 Grad globaler Erwärmung landen. Ja? Und wenn Sie bei 4 Grad sind und sich dann mal auch die Absoluttemperaturen anschauen würden, die Sie da bekommen werden, bei 6 Grad vielleicht zusätzlicher Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau in den Tropen, dann erreichen wir halt auch Temperaturregionen, die halt dann auch einfach die Bewohnbarkeit von tropischen Regionen irgendwann, also durch den Menschen, sehr aktiv beeinflussen, weil wir einfach eine gewisse Hitzetoleranz haben nur. Und das ist letztlich unsere Entscheidung. Und Sie sehen aber auch, dass es da durchaus deutliche Unterschiede gibt, insbesondere auf den Landregionen, wo wir ja leben, also insbesondere auch in Deutschland. 1,5 Grad global und 2 Grad global ist dann für Deutschland auch nicht ein halbes Grad Unterschied, sondern eben entsprechend 1 oder 1,5 Grad Mitteltemperaturunterschied, weil wir eben auf einer Landfläche leben, die sich stärker erwärmt. Und das hat direkte Auswirkungen auf Wetterextreme. Haben wir ja gesehen, dass das jetzt schon eine Rolle spielt. Und das können Sie sich hier anschauen. Also das ist jetzt eine etwas komplizierte Grafik, aber ich führe Sie da durch. Also das sind jetzt hier die Erwärmungsniveaus 1,5 Grad, 2 Grad oder 4 Grad, die Sie gerade als Karte gesehen haben. Und worum es hier geht, sind Hitzewellen. Und das erste ist, dass unter 1,5 Grad Erwärmung wären Hitzewellen jetzt nicht 1,5 Grad heißer, sondern 1,9 Grad heißer zum Beispiel. Primär eben, weil die Landflächen sich stärker erwärmen zum Beispiel. Also globale Mitteltemperatur und lokale Landtemperatur ist immer noch was anderes. Und die Häufigkeit nimmt zu. Das heißt, die werden sowohl heißer als auch häufiger. Und das ist für 1,5 Grad so, dass ein Ereignis, das ohne Klimawandel einmal in 10 Jahren aufgetreten wäre, bei 1,5 Grad globaler Erwärmung schon 4-mal in 10 Jahren auftritt. Und eine Hitzewelle, die wir vor dem Klimawandel einmal in 10 Jahren hatten, unter 4 Grad globaler Erwärmung schon in 9 von 10 Jahren auftreten würde. Das geht also wirklich an die Substanz. Ja? Und sie wäre 5 Grad heißer. Ja, stellen Sie sich das mal vor, packen Sie das mal auf den Sommer 2018 drauf und sowohl in der Intensität als auch in der Häufigkeit. Das Gleiche für für Ereignisse, die einmal in 50 Jahren aufgetreten sind vor dem Klimawandel, das ist ähnlich. Ne? Das hat einfach einen Einfluss, ob das bei 1,5 Grad globaler Erwärmung in 9 von 50 Jahren auftritt oder in 14 von 50 Jahren oder bei 4 Grad Erwärmung in 39 von 50 Jahren. Ja? Also das ist wirklich einfach gerade etwas, was die Natur, die Älteren unter uns oder unsere Eltern, Großeltern einfach massiv betreffen wird. Ja? Das ist einfach ein massiver Unterschied und es ist einfach auch ein deutlicher Unterschied zwischen zum Beispiel 1,5 und 2 Grad. Ja? Jedes Zehntelgrad ist da wichtig. Das wird mein Mantra sein. Und das Gleiche gilt übrigens für Starkregenereignisse, wo wir tatsächlich auch diese überdurchschnittliche Verstärkung sowohl in der Intensität als auch der Häufigkeit sehen. Jetzt sind wir in der Situation, wo wir sagen wollen, okay, Klimafolgen sind schlimm, sie werden mit steigenden Temperaturen schlimmer. Wo setzen wir denn die Grenze? Bis wohin wollen wir denn gehen? 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, wo ist unsere persönliche Schmerzgrenze? Und das ist nichts, was sich primär aus der Physik ergibt, sondern das ist eine Risikoabschätzung, die wir persönlich treffen müssen. Und das liegt primär daran, dass einfach für verschiedene Bereiche, also hier sind zum Beispiel dieser linke Farbbalken,
in Abhängigkeit von der globalen Mitteltemperatur oder genau genommen der Erhöhung der globalen Mitteltemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau das Risiko angegeben durch diesen dunkler werdenden Farbbalken. Hier für den linken, das sind also einzigartige Ökosysteme, Korallenriffe, Regenwälder zum Beispiel. Ja? Und dann können Sie Extremwetterereignisse, ist hier der zweite Balken und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, Sie können im Prinzip für verschiedene Sektoren, für wirtschaftliche Sektoren, für Extremwetterereignisse, für natürliche Systeme irgendwie so eine Risikoabschätzung machen. Und Sie sehen, das wird im Wesentlichen kontinuierlich schlimmer mit der Temperaturerhöhung. Aber es ergibt sich keine natürliche Grenze. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen können, wenn Sie hier die Paris-Spanne eintragen, 1,5 bis 2 Grad, dass bei 1,5 Grad alles gut ist, ne? Oder bei 2 Grad alles gut ist. Ne? Es ist tatsächlich einfach ein Kontinuum in gewisser Weise mit ein paar möglichen Überraschungseffekten, komme ich gleich darauf zurück. Aber letztlich ist es eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ja? Das heißt, Klimafolgen nehmen im Prinzip kontinuierlich mit steigender Temperatur zu. Auf potenzielle Überraschungseffekte durch Kippelemente komme ich noch zurück. Und eine Temperaturschwelle ergibt sich nicht aus der Physik, ja, sondern es ist letztlich eine gesellschaftliche, eine politische Entscheidung, was für ein Risiko wir noch bereit sind zu tragen oder was wir ökonomisch noch stemmen können oder was wir ethisch noch verantworten können. Ja. Das ist letztlich unsere Entscheidung. Und es ist auch so, dass bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung über dem vorindustriellen Niveau oder 2 Grad Celsius nicht alles gut ist. Ne? Also es ist nicht so, dass das dann Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne, bei 1,5 Grad. Ich meine, wir haben ja bei 1,1 Grad jetzt schon Wetterextreme und Todesfälle und Schäden, ne, und Verschwinden von Arten. Das ist bei 1,5 Grad natürlich auch der Fall. Bei 3 Grad sind wir aber, denke ich, definitiv im roten Bereich. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und das kann man jetzt natürlich durchdeklinieren für verschiedene Sachen. Also Meeresspiegelanstieg zum Beispiel. Ich hatte die Messdaten ja gezeigt, 25 Zentimeter. Je nach Emissionsszenario, also je nachdem, wie wir uns in der Zukunft verhalten, kämen da vielleicht noch mal 1 Meter drauf, ne, bis 2100. Das ist schon nicht wenig, ja, aber sozusagen das Tückische daran ist erstens, dass unsere Modelle das mit ziemlicher Sicherheit unterschätzen, weil wir rund um die Antarktis und in Grönland schon Schmelzvorgänge sehen und Zusammenbrechen von Eisschelfen, schneller fließende Gletscher, die Modelle so nicht beinhalten. Das heißt, da kommt wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Beitrag drauf, der nicht in den Modellen drin ist. Und wegen der Trägheit des Systems, sowohl was das Abschmelzen von Eismassen betrifft, als auch was die Erwärmung betrifft, geht das also noch für Jahrhunderte weiter. Also wir prägen sehr deutlich formuliert die Küstenlinien für Tausende von Jahren, ja, mit dem, was wir heute tun. Das heißt, die vierte Kernbotschaft ist, Klimafolgen nehmen mit steigender Temperatur zu. Und mein Mantra, jedes Zehntelgrad zählt. Also wir können jetzt nicht sagen, 1,5 Grad reißen wir, lass uns auf 2 Grad gehen und wenn wir 2 Grad nicht erreichen, gehen wir auf 3 Grad. Ne? Wir müssen wirklich schauen, dass wir es so weit wie irgend möglich begrenzen, den Temperaturanstieg. Und es ist wirklich jedes Zehntelgrad tatsächlich wichtig. Und jenseits dieser Paris-Zielmarken von 1,5 und 2 Grad ist es aber, das sind wir uns einfach einig als Klimaforscher, sind die Risiken so, dass wir sie eigentlich nicht eingehen wollen. Und das ist dann letztlich der Hintergrund des Klimaabkommens von Paris. Ja, nach vielen sehr frustrierenden internationalen Verhandlungsrunden in der Klimapolitik, internationalen Klimapolitik, wo nichts passiert ist, dann 2015 tatsächlich sowas wie ein diplomatischer Durchbruch mit ein paar kleinen Nachteilen, kommen wir gleich noch darauf zurück. Aber sozusagen dass letztlich der Kern von Paris ist, dass erstmals international als Ziel festgeschrieben wurde, eine 2 Grad Zielmarke, also die globale Erwärmung möglichst nicht über 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau ansteigen zu lassen und sie, wenn irgend möglich, auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Im Gegensatz zu früheren Mechanismen sind also alle Staaten dabei, nicht nur die Industrienationen, was natürlich wichtig ist, weil aufstrebende Staaten und auch die Entwicklungsländer natürlich ihren Beitrag leisten müssen. Und der Mechanismus ist tatsächlich so, dass es nicht verbindlich ist, aber es gibt freiwillige Selbstverpflichtungen, die dann aber alle 5 Jahre überprüft werden.
Und die Idee, dass so ein Naming and Shaming sozusagen entsteht, dass also erstens ein gewisser zusätzliche Ambition dadurch entsteht, dass man sich so ein bisschen überbieten will bei Klimaschutz, ein Signal an die Märkte auch geleistet wird, aber dass eben Staaten, die das tatsächlich dann nicht einhalten, tatsächlich auch einen international schlechten Ruf bekommen. Wie gesagt, so ist die Konstruktion. In Kraft getreten ist das 2016. Ich zeige Ihnen gleich, wo wir auf dem Weg sind. Es sieht nicht gut aus. Was können wir denn tun, damit wir das schaffen? Ja, da erzähle ich Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel Überraschendes. Ne? Das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache, dass man ähnliche Vorträge über Jahre hält und Sie das eigentlich auch sehr gut wissen wahrscheinlich. Wir müssen einfach in den verschiedenen Sektoren, die zu Emissionen führen, unsere Emissionen reduzieren. Ne? Im Elektrizitätssektor ist es so, wir brauchen einfach CO2-freie Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Wir müssen die Kapazitäten erhöhen, Windräder bauen, Photovoltaik ausbauen, die Netze stärken und Speicher bauen. Ja? Wie gut das in Deutschland funktioniert, das wissen Sie alle. Ja? Also das Erneuerbare Energiengesetz war ja mal eine Erfolgsgeschichte, bevor wir es künstlich abgewürgt haben. Ja? Netzausbau hinkt hinterher, die Ausbauziele erreichen wir bei der Photovoltaik gerade so. Bei der Windkraft sieht es eher schlechter aus. Wir haben industrielle Produktion, Stahl, Autos, wie Sie wollen. Auch da müssen wir zu Null-Emissionstechnologien kommen. Also wenn wir wirklich sehr viel Energie brauchen, wie in Stahlwerken, vielleicht über Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Wobei Wasserstoff jetzt nicht die Wunderlösung ist für alle anderen Bereiche, weil es tatsächlich sehr teuer ist und die Energieverluste sehr, sehr hoch sind. Aber für bestimmte Nischen brauchen wir das, soweit wir das nicht einfach über erneuerbare Energien machen können. Große Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, wissen Sie auch, der Gebäudesektor. Ja, es ist immer noch so, dass viele von uns in schlecht gedämmten Altbauten wohnen, dass wir immer noch, wir haben es letztes Jahr gesehen, viel mit Öl und mit Gas insbesondere heizen. Ja, Gas, das wir aus Staaten beziehen, wo wir es eigentlich nicht beziehen wollen. Ja, und da müssen wir ran. Wir brauchen emissionsfreie Heizungen, wir brauchen die bessere Dämmung, damit sowas wie Wärmepumpen funktioniert. Sie wissen, wie kontrovers das ist, haben Sie in den letzten Tagen auch natürlich in den Medien verfolgen können. Ich weiß auch, dass das teuer ist, ja, dass sich das auch im Augenblick ohne Förderprogramme nicht jeder leisten kann. Aber es führt einfach kein Weg dran vorbei. Wir haben die Wahl nicht, wir müssen es tun und es hat auch Vorteile. Ein weiteres großes Problem, gerade in Deutschland, ist der Transportsektor natürlich. Wie gut es um die Bahn bestellt ist, das wissen Sie, ja, nach jahrzehntelangen Mangel an Investitionen in die Infrastruktur ist es eigentlich fast ein Wunder, dass Züge überhaupt noch fahren können. Wir müssen da also wirklich dringend ran und eine lange Reihe von herausragenden Bundesverkehrsministern hat dann natürlich nicht wirklich zur Lösung des Problems beigetragen, um es mal so zu formulieren. Der öffentliche Nahverkehr muss ausgebaut werden, Fahrräder mehr genutzt werden, Elektromobilität da, wo es halt nicht anders geht. Wir können jetzt nicht jedes Auto durch ein Elektroauto ersetzen, das löst das Problem irgendwie auch nicht. Also wir brauchen schon auch Mobilitätskonzepte, die so ein bisschen über die Individualmobilität hinausgehen. Und für bestimmte Bereiche, Gütertransport, Schifffahrt, Luftfahrt, brauchen wir vielleicht dann tatsächlich auch sehr spezielle Lösungen. Aber wir müssen daran, also insbesondere in Deutschland, ich kann die Zahlen dann später zeigen, ist es tatsächlich so, dass wir hier und im Gebäudesektor und bei der Elektrizität eigentlich unseren Emissionsreduktionszielen deutlich hinterherhinken. Ja, in gewisser Weise, ohne dass ich jetzt Verzicht predigen möchte, eine Verringerung kohlenstoffintensiven Konsums. Das betrifft natürlich die Ernährung, das betrifft den Fleischkonsum, was aber auch wieder Gesundheitsvorteile hat, wenn Sie weniger Fleisch essen. Das betrifft natürlich Transporte über große Strecken. Vielleicht müssen wir wirklich mehr regionale Produkte nutzen, aber auch Fernreisen. Oder es haben sich auch in den letzten 30 Jahren auch so Exzesse etabliert wie SUVs und schnelle Städteflüge nach Barcelona oder London oder so auf billigen Flugtickets. Das ist einfach... Das ist nicht nachhaltig und das wissen wir eigentlich, dass es nicht nachhaltig ist und dennoch machen wir es aus irgendwelchen Gründen und komischen Subventionsprogrammen zufolge. Und ja, wenn wir, also viele ökonomische Modelle bauen darauf, ja, die bekommen dann Emissionsreduktionspfade nur dadurch hin, dass wir sogenannte negative Emissionen haben, ne, dass wir es also schaffen, über irgendeine Maßnahme der Atmosphäre tatsächlich CO2 zu entziehen, ja. Das ist aber nicht unkritisch. Ne? Da gibt es Ansätze natürlich über verstärkte Verwitterung, Eisendüngung des Ozeans, also zum Teil Sachen, die ökologisch extrem fragwürdig sind.
oder Sachen, die im großindustriellen Maßstab noch nicht getestet sind. Da mag es durchaus sein, dass da mal eine Technologie kommt, die uns weiterbringt, aber wir können nicht darauf warten. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, 2027 haben wir dann die Wundertechnologie, die das Problem für uns löst. Also reine Investitionen in Forschung und Entwicklung ist es dann eben auch nicht. Die einzige großskalige Art, Emissionen aus der Atmosphäre zu entziehen, ist die Photosynthese, also sprich Biomasse. Wenn man dann die Biomasse energetisch nutzt und das CO2 abscheidet und im Untergrund verpresst oder so, wenn es denn da sicher ist, ne, das wäre vielleicht eine Methode, aber Sie müssen bedenken, dass die Landflächen der Erde begrenzt sind, dass wir viele Flächen wirklich für Naturschutz brauchen. Also wir sollten jetzt nicht zum Beispiel Wälder abholzen, um dann Biomasse zu nutzen, energetisch. Und dass wir natürlich auch Flächen für die Nahrungsmittelproduktion brauchen. Also das Potenzial für nachhaltige Biomasseproduktion, auch um diese negativen Emissionen zu erzeugen, ist dann tatsächlich durchaus begrenzt. Das Problem, das wir haben, es bleibt uns einfach nicht mehr viel Zeit. Ne? Und das ist einfach so, dass für ein bestimmtes Erwärmungsniveau gegenüber dem vorindustriellen Niveau haben wir ein gewisses Budget an CO2-Emissionen zur Verfügung. Wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, vielleicht 600 Gigatonnen Emissionen ab 2017. Wenn wir die emittiert haben, haben wir die Grenze erreicht. Und das heißt, wir haben jetzt generell die Wahl, entweder wir reduzieren schnell und haben dann mehr Zeit, oder wir warten und dann müssen wir sozusagen, wenn wir ein gewisses Temperaturniveau noch einhalten wollen, halt umso schneller reduzieren. Und letztlich ist das genau, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben. Wir haben 30 Jahre lang, Verzeihung, nichts getan, ja, und stehen jetzt vor dem Problem, dass wir jetzt an allen Fronten wirklich schnell reduzieren müssen. In Deutschland im Verkehrssektor, Gebäudebereich, erneuerbare Energien, industrielle Produktion. Ja. Wir hätten das viel entspannter machen können, sozusagen, wenn wir einfach vor 30, 40 Jahren damit angefangen hätten. Haben wir aber nicht. Das sehen wir einfach in der Emissionsentwicklung. Ja. Das sind die Emissionen in Deutschland seit 2010 für die verschiedenen Sektoren. Also hier ist die Energiewirtschaft, also sprich Stromproduktion, das Gelbe ist die Industrie, dann haben wir den Gebäudesektor hier in dieser bläulichen Farbe, den Verkehr hier in Rot und so weiter, die Landwirtschaft in Grün. Ne? Und insgesamt gehen unsere Emissionen schon irgendwie nach unten, aber halt längst nicht so schnell, wie wir es sollten. Und es gibt einzelne Sektoren, wo wir sogar Anstiege beobachten. Also der Verkehrssektor zum Beispiel ist immer so ein klassisches Beispiel, wo wir einfach nicht wirklich vorankommen. Und das ist also weit von dem entfernt, was wir im Prinzip vom Klimaschutzgesetz 2030 haben müssten. Das ist ja nicht mehr so lange hin, 2030. Ja? Geschweige denn das, was wir eigentlich bräuchten für Paris, das wären nämlich so ungefähr 0 Emissionen um die Jahrhundertmitte. Das geht alles also sozusagen die Zeit bis zur Jahrhundertmitte geht relativ schnell, die Emissionsreduktion geht sehr, sehr langsam. Ja? Also da ist einfach noch eine gewaltige Lücke. Jetzt wird immer gesagt, Deutschland kann das Problem natürlich nicht alleine lösen. Und das stimmt natürlich auch, logischerweise. Ja. Aber Deutschland hat schon eine gewisse Verantwortung. Also wir sind 1% der Weltbevölkerung, sind aber gerade für 2% der globalen Emissionen verantwortlich. Klar, jetzt kann man sagen, Nordamerika ist noch schlimmer, ne? Aber das löst ja das Problem nicht. Das ist einfach so. Und wenn wir das anschauen, sind wir auf Rang 6 bei aktuellen CO2-Emissionen nach Ländern und bei Rang 4 bei historischen Emissionen. Also wir haben auch eine gewisse historische Verantwortung für das, was an Klimawandel schon da ist. Und das heißt, wir müssen da auch ran. Und letztlich ist es natürlich auch in unserem eigenen Interesse, wenn Sie zum Beispiel an klimafreundliche Technologien denken, die wir ja auch vielleicht verkaufen wollen. Und letztlich ist es einfach so, ich habe schon gesagt, dass wir haben nicht mehr viel Zeit. Ne? Also wenn wir wirklich bis Mitte des Jahrhunderts bei 0 Emissionen sein wollen oder noch eine Chance haben wollen, 1,5 Grad oder 2 Grad einzuhalten, dann müssen wir was tun. Und global sieht es nicht gut aus. Ja? Also man kann es einfach schnell zusammenfassen, zu wenig, zu spät. Also das sind hier historische globale Treibhausgasemissionen, alle Treibhausgase hier als CO2-Äquivalente ausgedrückt. Das Grüne wäre etwas, was mit 1,5 Grad vereinbar wäre. Ja, da müssten wir schnell nach unten. Das, was im Augenblick implementiert ist, ist dieser blaue Bereich, ja, an Politikmaßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen. Und da landen wir irgendwo zwischen 2,5 und 3 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau im Jahr 2100. Und wenn Sie an die Extremereignisse vorhin denken oder an die Klimafolgen, das sind wir definitiv eigentlich schon in einem Bereich, wo wir nicht so gerne hinwollen. Und wir sind vor allem definitiv jenseits von Paris. Ja? Unsere
hehren Ziele für 2030 sehen etwas besser aus, aber wir haben ja für Deutschland gesehen, wie weit wir von denen weg sind, ja, was die Emissionsreduzierungen betrifft. Und selbst in einem optimistischen Szenario würden wir wahrscheinlich bei 1,8 Grad Celsius landen. Aber wir sind bei weitem nicht auf dem Weg hierhin. Ne? Also wir sind wirklich auf dem Weg Richtung 3 Grad im Augenblick. Oder 2,5 bis 3 Grad irgendwo. Ja? Und es passiert einfach nichts. Ja? Es passiert einfach 30 Jahre nach den ersten Klimaberichten immer noch nichts. Dennoch ist in den letzten Jahren gerade in Deutschland so ein bisschen Bewegung in die Debatte gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Fridays for Future hat viel bewirkt. Ja, möchte ich auch nochmal eindringlich bitten. Ja, das sind Ihre Kinder, Enkel, die das Ganze irgendwann ausbaden müssen. Ja, unterstützen Sie die. Es ist ja auch schön, dass dann nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen, sondern dass es zumindest vor Corona eine sehr breite gesellschaftliche Schicht war, die sich dem Problem tatsächlich annimmt. Und in manchen Fällen ist die Bevölkerung ja auch durchaus weiter als die Politik, als bestimmte Parteien in der Bundesregierung ganz bestimmt. Und der zweite Hoffnungsschimmer war dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, Gerichts, das einfach gesagt hat, das, was wir heute tun, schränkt die Freiheit zukünftiger Generationen ein. Ja. Das ist natürlich etwas, woran sich die Politik auch wird messen lassen müssen, hoffentlich immer noch in der Zukunft. 5. Kernbotschaft, es bleibt uns nicht mehr viel Zeit, wir können das Schlimmste noch verhindern, ja, aber 1,5 Grad ist ehrlich gesagt kaum mehr zu schaffen. Ja, also da sind wir einfach schon so dicht dran, das sehe ich einfach nicht, dass das passieren wird. Und dann abschließend noch, dann gibt es so ein paar Überraschungen. Ja? Also es gibt so ein paar Teile des Erdsystems, die einfach aufgrund von positiven Rückkopplungen, von sich verstärkenden Rückkopplungen, so ein nichtlineares Verhalten zeigen können, dass sich der Systemzustand sehr plötzlich ändert, auch wenn die Kontrollvariable, zum Beispiel die Temperatur, sich nur sehr leicht ändert. Ja? Also wir haben so ein plötzliches Umschlagen des Systemverhaltens. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Ich werde ein paar davon vorstellen. Bei manchen kann man durchaus debattieren, ob das jetzt Kippelemente sind oder ob das irreversibel ist oder reversibel. Auf die Debatte will ich jetzt gar nicht eingehen. Viele von denen verstehen wir bis zu einem gewissen Grad, aber wir können sozusagen diese Temperaturschwelle, bei der was passiert, nicht genau quantifizieren. Ja, da ist eine gewisse Unsicherheit dabei. Und das sieht man auch hier in dieser Grafik, wo für verschiedene Kippelemente, also hier ganz links zum Beispiel Eisschied auf Grönland, westantarktischer Eisschild und so weiter, das Risiko in Abhängigkeit von der globalen Temperaturerhöhung relativ zum vorindustriellen Niveau als diese farbigen Balken angegeben ist. Und Sie sehen tatsächlich, also wenn Sie hier die 2 Grad Paris-Schwelle anschauen, die hier auch eingetragen ist, die 1,5 Grad ist hier tatsächlich nur schattiert. Ne? Sie sehen, dass es da tatsächlich einige Kippelemente gibt, die bei 1,5 Grad schon eigentlich irgendwo riskant sind oder bei 2 Grad, aber jenseits von 2 Grad nehmen diese Risiken einfach zu. Und wie gesagt, das hier ist irgendwo 2 bis 3 Grad, das ist noch nicht mal der Paris-Bereich, sondern darüber hinaus. Und ich will Ihnen einfach mal ein paar von denen vorstellen. Das eine sind Korallenriffe, sind hier der dritte Balken von links sozusagen. Und Sie sehen, bei 2 Grad endet dieser Balken schon, bei 1,5 Grad sind wir schon deutlich im roten Bereich. Und das heißt, also ganz ehrlich, Korallenriffe sind bei 2 Grad nicht mehr zu retten, die tropischen Korallenriffe. Ne? Also klar, Kaltwasserkorallen und vielleicht einzelne Fragmente. Aber das Problem ist, wenn Sie anschauen, in Abhängigkeit von der Temperatur, globalen Temperaturerhöhung gegenüber dem vorindustriellen Niveau, wie viele Prozent der Korallenriffe, und das ist hier oben gezeigt, betroffen sind, sehen Sie, dass bei 1,5 Grad je nach Klimamodell irgendwo zwischen 70 und 95% aller Korallenriffe betroffen sind, ja, von Bleiche. Und bei 2 Grad sind sich alle Klimamodelle aber einig, dass eigentlich die Sache gelaufen ist. Ne? Also wie gesagt, bei 1,5 Grad verlieren wir einen Großteil der Korallenriffe, bei 2 Grad sind sie wahrscheinlich weg. Permafrost rund um die Arktis sehen Sie ab und an in der Presse, dass der auftaut. Das Problem ist, dass es nicht nur für die Infrastruktur ein Problem, sondern eben auch für Methanfreisetzung, starkes Treibhausgas. Auch hier ist es schon bei 2,5 Grad ist das Risiko von durch lokale Sommererwärmung ausgelösten plötzlichen Schmelzereignissen und von Methanfreisetzung tatsächlich gegeben. Und die größeren Risiken kommen dann auch von den Eisschilden, also der große Eispanzer auf Grönland. Das sind, wenn der abschmelzen würde, würde der Meeresspiegel global um 7 Meter ansteigen. Ja? Das ist ja nochmal eine andere Größenordnung. Das würde zwar Tausende von Jahren dauern, aber es würde passieren, wenn wir es angestoßen hätten. Da sind wir auch schon bei 2 bis 3 Grad im roten Bereich und bei 3 Grad wahrscheinlich in dem Bereich, wo es einfach nicht mehr zu verhindern ist.
Und das würde eben tatsächlich auch die Küstenlinien für Tausende von Jahren prägen. Und das hat zwei Gründe. Also was sind die positiven Rückkopplungseffekte? Das eine ist die Eis-Albedo-Rückkopplung. Sozusagen bei Schmelzen wird es dunkler, absorbiert mehr Sonneneinstrahlung. Und das andere hat mit der Dicke des Eisschildes zu tun, wo wir einfach, weil der Eisschild so dick ist, kilometerdick sozusagen, die oberen Schichten, die oberen Bereiche in kühleren Atmosphärenschichten liegen. Wenn der abschmelzen würde und dünner werden, dann wird einfach ein größerer Bereich in wärmere, niedriger gelegene Atmosphärenschichten rutschen, ne, und tatsächlich sich das Abschmelzen entsprechend verstärken. Ähnlich für die Westantarktis. Bei 3 Grad sind wir hier auch schon deutlich im roten Bereich. Also nicht die komplette Antarktis wohlgemerkt, aber dieser westantarktische Bereich. Das sind also nochmal 5 Meter Meeresspiegel äquivalent langfristig. Da kommen dann noch Wechselwirkungen mit dem sich erwärmenden Ozean dazu. Und das heißt einfach, es gibt eine ganze Reihe von Kippelementen, wo jenseits von 2 Grad Celsius dieses Risiko zunimmt, ohne dass wir es jetzt ganz genau quantifizieren könnten, wo das genau passiert. Für die Ozeanzirkulation im Nordatlantik, das Golfstromsystem ist ja für uns tatsächlich relativ wichtig als Wärmequelle, witzigerweise, ja, ist aber auch instabil, weil ein Teil des Antriebs daher kommt, dass kühles, sehr salzhaltiges Wasser, das dichter ist und schwerer in die Tiefe sinkt. Wenn wir also Süßwasser hier in den Nordatlantik kippen, dann könnte das abbrechen. Ist auch in der Erdgeschichte tatsächlich mehrmals passiert. Also es ist sozusagen jetzt kein abstraktes Risiko, sondern wir wissen, dass das passieren kann. Und das passiert sowohl durch Zunahme von Niederschlägen als auch durch Schmelzwasser hier aus der Polarregion. Und tatsächlich in den Klimamodellen sieht das immer wunderbar stabil aus. Wenn Sie aber die Temperaturdaten anschauen für die Erwärmung über das 21. Jahrhundert, ja, dann sehen Sie wieder diesen komischen bläulichen Fleck, den Sie vorne schon gesehen haben in den beobachteten Temperaturen bei 1 Grad Erwärmung, also der beobachteten Temperaturanstieg. Und das ist ein Signal, dass diese Umwälzbewegung im Nordatlantik, das Golfstromsystem, sich tatsächlich schon abgeschwächt hat, weil das transportiert eben genau Wärme in diesen Bereich hinein. Das heißt, 6. und vorletzte Kernbotschaft, und wir sind dann auch gleich am Ende meines Vortrags, es gibt noch diese Überraschungseffekte, also das Risiko von dramatischeren Klimafolgen durch Kippelemente nimmt jenseits von 1,5 Grad oder gar 2 Grad einfach zu. Ja? Es ist einfach eine Risikoabwägung, ob wir das eingehen wollen oder nicht. Und damit das Ganze nicht so düster ist, auch wenn ich Ihnen hier einfach ein ehrliches Bild zeichnen muss, ich kann Sie vor unbequemen Wahrheiten ja nicht schützen, einfach nochmal, es ist wichtig, nicht nur Angst zu haben, sondern das Ganze auch positiv zu sehen. Klimaschutz ist halt nicht nur gut fürs Klima. Ja? Wenn Sie daran denken, dass es so ist, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen leiden, weil wir fossile Energien verbrennen. Es würde einfach weniger Krankheiten, Todesfälle durch Luftschadstoffe geben, wenn wir das nicht mehr tun würden. Dieser Satz steht hier nicht erst seit einem Jahr, ja, eine geringere Abhängigkeit von Energieimporten aus totalitären Staaten. Ja. Wir haben sehr schmerzhaft gelernt, ja, dass das ein Problem sein kann. Lebenswertere Städte, es gibt immer noch genug Städte, die eigentlich für Autos gebaut sind und nicht für Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ein gesünderer Lebensstil, ich sage mal, wenn Sie mehr Fahrrad fahren und weniger Fleisch essen, tun Sie sich selbst auch was Gutes, nicht nur dem Klima. Und letztlich, Sie haben schon gemerkt, ich bin kein großer Fan von ökonomischen Argumenten, aber letztlich mit dem Bau von Dieselmotoren werden wir in 10, 20 Jahren nicht mehr das Geld verdienen als Industrienation. Ja, das tun wir eigentlich jetzt schon nicht mehr. Das heißt, irgendwann müssen wir einfach umsteuern. Das heißt, meine 7. und letzte Kernbotschaft. Klimaschutz ist nicht nur gut für das Klima. Lassen Sie uns einfach an einer Zukunft arbeiten, die positiv ist, wo wir einfach nicht so viel auf Kosten der Natur leben und dann letztlich eben auch für unsere Kinder und Enkelkinder irgendwo eine lebenswerte Zukunft sichern. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehen natürlich für Fragen und Diskussionen weiter zur Verfügung.